Kritisches Denken. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben einen Artikel oder erstellen ein Projekt und Sie haben Microsoft Copilot zur Hand, um Ihnen durch diesen Prozess zu helfen. Das ist wunderbar, bequem und nützlich. Aber obwohl diese Vorgänge schnell ablaufen und Inhalte zügig generiert werden können, ist es dennoch wichtig, innezuhalten und zu reflektieren. Wie kann ich die Vorschläge von Copilot sichten, um den relevanten Kern und die Perlen der Wahrheit zu finden? Die Antwort ist durch kritisches Denken. Kritisches Denken ist die Kunst, gegebene Informationen zu analysieren und zu bewerten. Auf Basis von kritischem Denken können bessere Entscheidungen getroffen werden. Ob es darum geht, die Nachrichten zu lesen, online einzukaufen oder Copilot zu nutzen. Kritisches Denken hilft, durch die Flut von Informationen zu navigieren. Selbst bei einem sorgfältig ausgearbeiteten Prompt ist es wichtig, die Antwort von Copilot kritisch auf Genauigkeit und Relevanz zu bewerten. Denken Sie daran, dass KI nur so gut ist, wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Auch wenn KI nicht die Fähigkeit zur absichtlichen Diskriminierung besitzt, kann das Phänomen der algorithmischen Voreingenommenheit ungewollt zu einer unausgewogenen Ausgabe führen. Die Fähigkeit zum kritischen Denken hilft, Ungenauigkeiten und Unausgewogenheiten zu erkennen und den von Copilot generierten Inhalt zu verbessern. Sehen wir uns einige praktische Tipps an, wie Sie die Fertigkeiten des kritischen Denkens bei der Arbeit mit Copilot einsetzen können. Zuallererst ist die Richtigkeit der Daten entscheidend. Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Fakten und Quellen, die Copilot am Ende der Antwort zitiert. So können Sie eine genaue Darstellung gewährleisten. Wenn keine Quellen angegeben werden, können Sie diese nach der ersten Antwort auf Ihre Abfrage von Copilot anfordern. Sehen wir uns ein Beispiel an. Stelle eine umfassende Zusammenfassung der jüngsten Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit bereit, mit Schwerpunkt auf innovativen Praktiken, aufkommenden Technologien und Forschungsergebnissen, welche die Zukunft nachhaltiger Entwicklung mitgestalten werden. Wie Sie sehen können, hat Copilot die neuesten Informationen zu diesem Thema und einen Abschnitt Weitere Informationen zur Verfügung gestellt, in dem angegeben wird, woher diese Informationen stammen. Sie können auch verlangen, dass Copilot Informationen ausschließlich aus bestimmten Quellen abruft. Wenn Sie beispielsweise wegen Ihrer pädagogischen oder organisatorischen Glaubwürdigkeit Quellen mit Domains bevorzugen, die auf .org oder .edu enden, können Sie diese Anforderung angeben, wenn Sie Copilot um Informationen bitten. Geben Sie den Prompt „Beziehe für diese Abfrage nur Informationen von .org-Webseiten ein“. Copilot hat die Antwort neu erstellt und verweist nun nur noch auf Informationen von Domains, die auf .org enden. Durch Anklicken der bereitgestellten Links können Sie auf die ursprünglichen Quellen zugreifen, um dem Ursprung des Inhalts weiter auf den Grund zu gehen. Neugier führt zu Klarheit. Stellen Sie sich Fragen zum Zweck und zur Zielgruppe des Inhalts und zur Zuverlässigkeit seiner Grundlagen. Einige praktische Beispiele. Zweck. Was ist das Hauptziel dieses Inhalts? Welche Botschaft versucht der Inhalt zu vermitteln? Dient der Inhalt dazu, zu informieren, zu überzeugen, zu unterhalten oder zu verkaufen? Zielgruppe. Wer ist die beabsichtigte Zielgruppe für diesen Inhalt? Wie geht der Inhalt auf die Bedürfnisse oder Interessen seines Publikums ein? Sind Sprache und Ton für die Zielgruppe angemessen? Zuverlässigkeit. Was sind die Quellen der im Inhalt präsentierten Informationen? Sind die Quellen glaubwürdig? Gibt es Hinweise auf Voreingenommenheit oder Interessenskonflikte im Inhalt? Durch Fragen vertiefen wir unser Verständnis und sind in der Lage, die Informationen kritisch zu hinterfragen. Eine Vielfalt der Blickwinkel bereichert unsere Erkenntnisse.
Es ist auch wichtig, die Antworten von Copilot mit ähnlichen Prompts zu vergleichen, um Konsistenz und Relevanz zu gewährleisten. Ethische Nutzung ist dabei ein Muss. Auch sollte sichergestellt werden, dass die inhaltlichen Richtlinien befolgt werden, um KI-Tools verantwortungsvoll einzusetzen. Schließlich ist empfohlen, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Gesetze und Vorschriften entwickeln sich weiter, welche auch die von uns angewandten Praktiken bei der Erstellung von KI-generierten Inhalten betreffen. Die Erstellung eines effektiven Prompts ist stets nur der Anfang. Wir müssen auch die Antwort jeder LLM-basierten generativen KI wie Copilot kritisch bewerten. Dadurch können wir sicherstellen, dass die erstellten und weitergegebenen Inhalte korrekt, rechtschaffen und verantwortungsbewusst sind.